Wie bereite ich mich im Training auf die 400 Kilometer Distanzen und die 600 Kilometer Distanzen vor? So eine Frage kam an mich über die Kommentare und der User schilderte, dass er also täglich zur Arbeit fährt, so 25 Kilometer und am Wochenende ein Training macht, in der Regel so 70, 80 Kilometer. Und wenn halt die längeren Fahrten anstehen, dann halt ja, 120, 140 Kilometer dann mal probiert und fragt, ob das ausreicht. Also ich kann von mir sagen, dass das für mich schon relativ viel ist. Ich also deutlich weniger trainiere oder ich trainiere eigentlich gar nicht. Ich fahre halt einfach nur. Also ich habe keinen Arbeitsweg, den ich mit dem Fahrrad fahre. Und am Wochenende, wenn das Wetter gut ist, dann fahre ich in der Regel eine 100-Kilometer-Runde und die manchmal auch ein bisschen drüber. Hab im Winter Indoor-Cycling, mache also dann dieses typische HIIT-Training, also so ein HIIT-Training, wo man hochintensiv bis in die Spitzen rein für ein paar Minuten dann fährt, also sie richtig schön verausgabt. Das mache ich also im Winter viel. Im Sommer, wenn es nett ist, dann fahre ich halt mit dem Rad, aber das nicht bewusst so als Training, sondern ich fahre halt gern und fahre dann auch zügiger. Und in der Regel sind es halt 100 Kilometer. Und wenn ich Lust habe, mal 120, 140, so wie derjenige, der da jetzt nachgefragt hat. Und in ganz Ausnahmefällen, das ist aber für mich dann eher eine Ausfahrt, eine Art Eventfahrt, die ich dann alleine mache, dann wären es auch mal 300. Aber dann ist es einfach ein Tag bis spät in den Abend auf dem Rad sein, alleine. Und das sehe ich jetzt nicht als Trainingsvorbereitung für einen klassischen 400er oder 600er Brevet, den man ja in der Regel im Mai dann vor sich hat. Also diese Runden drehe ich dann eher im Sommer, wenn es also gar keine Vorbereitung mehr für mich gibt. Und die Vorbereitung ist also von daher meiner Meinung nach gut, wenn man den Winter über Grundlagen setzt. Also eher im niedrigeren Bereich fährt, wie der User das ja macht mit seinen Fahrten zur Arbeit, dann hat man schon mal einen Großteil weg, dass also der Körper kennt, also ja, im Fettstoffwechsel zu fahren, zu sein und das halt regelmäßig. Und wenn man dann die Brevis-Serie fährt, also 200er, 300er, ist das ja schon Top-Trainingsreiz, um dann später in der Regel ja 3 Wochen danach dann 400er und weitere 3 Wochen danach den 600er fahren zu können und fährt dann davor dann halt klar am Wochenende mal auch ein bisschen länger, einen Tick über 100 vielleicht, so mache ich das dann und das war's dann auch schon. Und was meiner Meinung nach also viel ausschlaggebender ist, nicht irgendwie, also jetzt möglichst viel vorher lange Strecken zu fahren, sondern eher, dass man mental das hinbekommt unterwegs, dass da nichts passiert, dass man also mit dem Magen kein Problem bekommt, wie ich es immer wieder bekomme. Also da sich maximal gut vorbereitet und spätestens beim 600er Brevet, da fährt man den meisten Anteil meiner Meinung nach mental mit dem Kopf. Und da entscheidet also, wie der Kopf tickt und nicht, was die Beine sagen. Klar, so gibt es sicherlich irgendwann Grenzen, wo der Körper nicht mehr mitmachen möchte. Aber das ist, glaube ich, auch eher nicht ein Kraftproblem, sondern das ist ein Problem der Energiebereitstellung des Körpers. Also sprich, das, was oben reinkommt an Nahrung, dass das der Körper verarbeitet, dass genug Wasser dabei ist. Also dieses ganze Energiemanagement vom Nachfüllen und was der Körper daraus macht. Das ist meiner Meinung nach viel entscheidender, als jetzt irgendwie Großkilometer zu reißen im Training. Es gibt auch den Spruch, und da ist, finde ich, viel dran, der Körper folgt dem Geist. Also da, wo der Kopf hingeht, wird der Körper folgen. Also die mentale Stärke, das machen zu wollen, ist meiner Meinung nach viel entscheidender, als jetzt Training zu machen und lange Fahrten vorab zu machen. Da macht man sich vielleicht auch eher kaputt, als dass das irgendwie ein sinnvoller Trainingsreiz ist. Ich bin auch Marathons gelaufen, da kennt man das ja anders. Also da sagt man ja, bevor man dann die 42 Kilometer läuft, läuft man im Training gesteigert 7 lange Distanzen, die dann annähernd an die 40 angehen, gesteigert. Irgendwie von knapp über 30 bis nachher zum Schluss 38, dass man das machen sollte, dass man nachher beim Marathon dann die 42 knapp schafft. Und das sehe ich, ist bei den 600ern und auch beim 400er kaum mehr machbar, weil die Zeit haben wir in der Regel nicht. Also in der Regel arbeiten wir alle und haben sonstige Verpflichtungen. Also wir können nicht einfach so am Wochenende lange Fahrten machen, um das als Trainingsreiz zu nutzen. Also meiner Meinung nach sind sie auch nicht erforderlich. Also ich persönlich mache es nicht. Sie sind relativ kurz. Das Hauptgeschehen ist später mental und findet im Kopf statt und die Energiebereitstellung des Körpers. Also das ist meiner Meinung nach eher entscheidend als
die langen Trainingskilometer vor so einer Fahrt, weil wir halt in der Regel die Zeit gar nicht haben. Also das ist so mein kurzer Tipp, meine Erfahrung. Ja, würde mich freuen, wenn der ein oder andere mal unter das Video schreibt, wie er das macht, ob das vielleicht ganz anders ist. Wir sind irgendwie doch alle anders und haben andere Zeiten, die wir für Vorbereitung nehmen und verwenden können, und sind auch vom Alter her alle unterschiedlich. Also da ist, glaube ich, das ein sehr weites Feld, wie man sich vorbereiten kann. Und wenn du dann das erste Mal dein 600er, also die Königsklasse bestanden hast, dann kannst du ja zurückschauen, was du da an Vorbereitungen hattest. Und vielleicht wirst du überrascht sein, dass es gar nicht so viel war. Dass es also einfach entscheidend ist, Grundlagen zu haben, insbesondere über den Winter. Also die kriegt man nicht schnell ein paar Wochen vorher aufgebaut. Das ist über Monate in der Regel. Also wer regelmäßig Rad fährt, im Sommer in der Regel ja mehr und im Winter mal wegen Indoor-Cycle ein Rollentraining oder mal wegen dann auch nur laufen geht, weil er dann mit dem Rad im Winter draußen sein möchte, dann meine ich, sind das Grundlagen genug und Vorbereitung genug, selbst für diese Distanzen, die man sich vielleicht, wenn man sie noch nicht gemacht hat, gar nicht vorstellen kann, dass man die überhaupt fahren kann. Wer mag, schreibt mal seine Ideen, wie er das macht oder wie er das bewertet, hier in die Kommentare. Und ich stelle mal so eine Umfrage in diesem Community-Tab ein. Wenn ihr mögt, tippt da mal eine oder die andere Auswahl, wie ihr da vorgehen möchtet. Ja, schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.